Hey, schön, dass ihr wieder da seid. Ich gönne mir noch einen Kaffee mit euch und dann haben wir wieder eine Menge miteinander vor. Ich habe mich mit Gisela verabredet. Sie ist im Vorstand vom Verein Breitehorn, also dem nördlichsten der 3 Vereine. Und ich will euch auch noch von Norden her, also vom Breitehornweg aus, einmal mitnehmen über die Promenade. Euch wichtige und interessante Stellen dort zeigen. Okay, die Badestelle kennt ihr schon aus der letzten Folge, aber da ist ja noch so manches mehr zu erleben. Umgefallene und verrottende Bäume beispielsweise, die geschwächt nach Trockenheit und von Starkregen und Sturm umgestürzt sind. Freundlicherweise stets in Richtung Havel, also nicht auf die Promenade und auch nicht auf die gepflegten Grundstücke der Laubenpieper. Natürliche Renaturierung, die Platz lässt für urlaubende Menschen. Die pflegen und hegen hier schon seit über 70 Jahren. Die mögen die Kombination mit der Wildnis des Ufers und der Tierwelt. Die massive Bedrohung durch die Menschen in den Spandauer Ämtern macht den 3 Vorstandsvorsitzenden der Vereine Breitehorn, Havelwiese und Havelfreude große Sorgen. Seit 75 Jahren gibt es die Vereine bereits. Also so lange und noch länger werden hier Gärten gepflegt, Natur respektiert und Besuchern aus Berlin und weit darüber hinaus ein Kurzurlaub ermöglicht. Bekommt man noch einen Deal zustande mit den Ämtern? Oder muss doch wieder einmal das höchste Berliner Gericht bemüht werden? Das hatte schon mehrfach in der Vergangenheit den Ämtern Einhalt bieten müssen. Ich besuche Gisela, die im Vorstand des Vereins Breitehorn aktiv ist. Sie kennt die Probleme mit der Uferpromenade gut, die zwar nicht eine Renaturierung benötigt, aber streckenweise Reparaturen, aufgrund von Baufehlern in der Vergangenheit. Du bist eigentlich die warme Jahreszeit über immer hier. Ja, eigentlich von Mai bis Anfang Oktober. Wie fühlt sich das an im Vergleich zu dem, engeren, lauteren Berlin? Oh, das ist ein Unterschied. Wir wohnen in der Heerstraße in Spandau. Und da ist natürlich ein richtiger Verkehrsknotenpunkt da unten, ne? Starken. Wunderbar, wenn wir hier rauskommen, immer so sagen wir, oh Gott, was für eine Ruhe, ne? Das ist ein ganz großer Unterschied und das machen wir hier jetzt schon 40 Jahre. Und nie langweilig. Nie langweilig? Warum nicht? Ja, man hat Kontakt zu den Nachbarn, schon lange. Es sind ein Glück auch hier schon ältere Nachbarn um uns herum. Vorne sind so die Jüngeren, die, wollen wir sagen, jetzt vielleicht so 10 Jahre da sind oder 8 Jahre. Mit denen hat man auch Kontakt, weil ich mich um alles früher so ein bisschen kümmere. Es wird für den Müll, dann wird abgefahren, unsere Grube wird abgefahren. Das sind alles Sachen, wo ich mich drum kümmern muss. Tore aufschließen, sowas machen. Du musst mit denen in Kontakt bleiben, mit unseren Abfuhrfirmen, alles mit der BSR zum Beispiel. Ja, und die Leute kommen mit jeder Frage natürlich erstmal zu mir. Gisela, warum ist das so? Warum macht unser Nachbar das so? Kannst du mal bitte kommen? Also wollen wir sagen, wie hat man früher gesagt, die Mutter der Kompanie. Ne? Ganz einfach. Ich darf das hoffentlich sagen, weiß es nicht. Und das mache ich jetzt seit 2000 und ich glaube 2009. So lange bin ich auch im Vorstand. Und habe aber die Arbeiten alles, wollen wir sagen, die hier passieren. Die Leute kommen auf mich zu. Die Vereinsarbeit macht eigentlich der erste Vorsitzende und unser Kassierer oder der den ganzen Schriftverkehr macht. Ne? Also das ist, da habe ich, wollen wir sagen, jetzt nur diese im Ort hier drin, die Arbeit. Ne? Und jetzt erlebst du dann zum so und so viel Male, du bist jetzt 40 Jahre schon hier, Ja. dass man damit droht, man müsste doch hier dieses Gebiet wieder zum Überschwemmungsgebiet machen und dann sollten doch hier keine Lauben stehen. Wie findest du das? Also die Überschwemmung habe ich nur einmal hier miterlebt. Wann war das? Das war 2011. Ja. Da ist aber, muss ich kurz erzählen, die Promenade, als sie gebaut wurde, fertig war sie 1960. Das weiß ich aber nur von Erzählungen.
Und da war sie auch vernünftig hoch, auch dass das Wasser nicht rüber konnte, ne? Und die ganzen Gärten da hinten mussten aufgeschüttet werden. So, und danach wurde dann das DRK-Häuschen dort gebaut, also das Deutsche Rote Kreuz. Die haben ihre Boote dort, wenn was auf dem See passiert. Muss ja auch alles sein, okay. Aber da kamen die Strabag-Leute, das ist eine Firma gewesen, die diesen Bau getätigt hat, und die kamen mit schweren Betonlastern hier drauf und haben erstmal große Eisenteile gebracht, dann den Beton und alles Mögliche, ja. Und dann war natürlich das alles wie eine Kuhle durch die Reifen, ja. Und dann hat sich, ich weiß es nicht ganz genau, ob das jetzt so stimmt, da haben die Spandau und die BIMA, die vorher ja unser Verpächter war, die haben sich dann gestritten, wer bezahlt das, nicht so ungefähr. Sind an Strabag rangegangen, aber die hatten, glaube ich, ein Unternehmen genommen, ein Super, und die waren pleite. So, bekamen sie nicht mehr an ihr Geld dran. Und nun blieb das seit diesem Tag, glaube ich, wann war das, in 70er Jahren? Da bin ich nicht mehr so, weiß ich nicht genau, ob das stimmt, wann die das gebaut haben, keine Ahnung. Und das blieb dann so. Und dadurch sackte die Uferpromenade immer mehr ab, ne? Und es spülte auch das Wasser ein bisschen drunter dann und alles. Und das kam dann alles zusammen. Und es ist einmal passiert in all den Jahren, dass der ganze Campingplatz, aber im Winter, voll war mit Wasser. So, das war das eine Mal, was wir erlebt haben. Ist es nicht überhaupt so, dass in den letzten Jahren auch aufgrund der Klimaveränderungen mehr Trockenheit der Wasserstand der Havel weiter zurückgeht? Jedenfalls ist unser Wasserstand hier in Berlin momentan sehr schlecht. Spree wird immer weniger, dadurch auch die Havel. Also das hängt alles so ein bisschen zusammen. Darum sage ich, Schwemmland, also ein bisschen komisch, ne? Also das ist, ich weiß nicht genau, ich möchte jetzt nichts Verkehrtes sagen, aber das habe ich in der Zeitung gelesen. Ich weiß ja nicht, was die Zeitung manchmal so schreibt, ob das auch alles stimmt. Und daher würde ich eigentlich sagen, ist mit dem Wasser hier in Berlin, wird eher weniger. Warum die Wasserwachtstation, der Angel- und Sportverein am Havelufer und auch der Deutsch-Britische Yachtclub erhalten bleiben sollen, entbehrt jeder Logik. Die Wasserwacht könnte sich auch am gegenüberliegenden Havelufer niederlassen. Und warum Angelverein und Deutsch-Britischer Yachtclub sich nach den Spandauer Umbauplänen vom Wasser überfluten lassen sollten, versteht auch kein Mensch. Wird das Szenario offenbar auch nicht mehr beim Bezirk Spandau erwartet? Wozu dann noch das Ganze? Die Berliner Gewässer sind in den letzten Jahren längst gebändigt worden. Hat man das den Verfassern der Studie vorenthalten? Die Wasserstände der Havel sinken seit Jahren. Sie steigen nicht mehr. Brandenburg trocknet aus. Heftige Schneeschmelze lässt auch keine Elbe mehr ansteigen. Rückstau der Havel von dort aus nicht mehr erwartbar. Der Wasserstand der Spree wird bestens reguliert, seit die Regierungsgebäude an ihrem Ufer liegen. Und zudem muss sie seit genau dem 12. April 2019 erst einmal den künstlich geschaffenen Ostsee bei Cottbus füllen und auf Stand halten. Die Ausweisung des Gebiets an der Havel als Überschwemmungsflächen ein Jahr zuvor, 2018, ist seither ja auch nicht in Erfüllung gegangen. Hätte man sich womöglich sparen können. Man hätte wissen können, welche Auswirkungen das Projekt des Ostsees auf die Wasserregulierung in Berlin haben wird. Starkregen kann die Havel verkraften. Schaut man sie sich mal in Google Maps an, dann ist zu sehen, wie breit sie genau ab hier wird. Es sind etwa 1,4 Kilometer Breite. Und dann puffert der Wannsee auch noch was ab. Renaturieren zur Wiederherstellung eines nicht mehr benötigten Überschwemmungsgebiets? Wie sinnvoll ist das denn noch? Ihre Renaturierungsidee, liebe Spandauer, ist bekanntlich schon viele Jahre alt. Jahrzehnte. Aber sie ist heute längst veraltet. Jetzt und damit auch in 10 oder gar 25 Jahren gibt es hier voraussichtlich kein Hochwasser mehr. Und wenn es Starkregen gibt in Berlin, steigt der Wasserstand eher in den Kellern und auf den Straßen, weil die Kanalisation es nicht schafft. Damit zum letzten Punkt meiner Klagen. Mangelhafte Transparenz.
Was bislang von der offenbar geheimen Studie nach außen dringen durfte, enthielt wesentliche Elemente einer MBKS leider nicht. Finanzierung und Organisation, um es knapp zu fassen. Und ohne Moos und ohne Orga ist halt nichts los. Nichts machbar. Also keine Machbarkeit. Und welche Studie? Bis zum nächsten Mal und dann wieder mit weiteren netten Menschen aus den Laubenpiepervereinen an der Havel.